Hey, was geht ab, Leute? Alle 200 von euch. Eine Geschichte. Wie wär's mit einer Geschichte? Hä? Eine Weile her, da war ich im Realklo und ich war am Pralinen pressen. Kacken. Ich war am Kacken. Und während ich im Klo war, am Kacken, habe ich mit meinem Handy in Lautlos gespielt. Was so nebenbei Multitasking ist, ne? Also kann man ruhig mal auf eine Bewerbung schreiben. Und als ich da sitze, da höre ich diesen Typen, der reinkommt. Und der setzt sich auf das Klo direkt neben mir. Und ich sehe so seine Nikes, okay? Er fing an zu kacken, neben mir. Aber zum Glück war ich in diesem Nachkack. Weißt du, in dieser Beruhigungsphase nach dem Kacken, wo man einfach alles so ein bisschen chillen lässt und ein bisschen sitzen lässt. Ich wollte nicht, dass der weiß, dass ich hier drin bin. Ihr kennt bestimmt alle diese awkward Situationen, wo ihr so beide am Kacken seid, aber nichts sagt. Und dann wird es zu so einem richtig unangenehmen Skype-Kack-Telefonat. Nee. Mit sowas will ich gar nichts zu tun haben. Hör mich nicht an. Also bleib ich leise. Bleib einfach leise, weißt du. Ich will nicht, dass der weiß, dass ich hier drin bin. Ich will nicht, dass so eine awkward Situation entsteht. Aber so schuf ich eine schlimmere Situation der absoluten Stille. Es war so verdammt still, ich konnte Fliegenfurz hören. Es war wie ein sanftes, engelhaftes Pfeifen. Klingt eigentlich wunderschön. Also saß ich da und dachte mir so, ist ein Montag, ich hab nichts vor. Ich bin frei von allem, sorgenlos. Ich bin so frei von allem. Wissen. Was? Also dachte ich mir, hey, ich unterbreche mal die Stille. Also lasse ich den entsetzlichsten Schrei los. Als hätte ich einen Weltkrieg in dieser Kabine freigesetzt. Und dieser Typ flippt einfach komplett aus. Alles, was ich höre, ist seine zwei Hände so ruckartig gegen die Wand gehauen, so psch. Hallo? Ist da jemand? Hör zu, ich mein's ernst. Du hast die Scheiße fast aus mir raus erschreckt. Danke für die Hilfe. Aber ich hab Arschmuskeln. Jetzt bin ich besorgt, Mann. Ich weiß gar nicht, ob du noch lebst, oder was? Jetzt höre ich Bewegung, als ob er so nach unten kommen will und gucken will, ob so jemand unten drin ist. Und das weiß ich, weil dieser Typ so seinen Kopf gegen dieses Papierteil schlägt, so. Und gerade als der Typ unten durchguckt, hebe ich meine Beine hoch. Ich wollte nicht, dass der Typ weiß, dass ich hier drin bin. Ich kann mir nur vorstellen, was dieser Typ denken muss. So, hallo? Also lass den Typen wieder chillen, so richtig gemütlich werden da auf seinem Thron. Er fängt wieder an zu kacken, als wäre nichts los. Ich höre Stöhnen, ich höre es Platschen. Also entscheide ich, warum nicht? Ist ein Montag. Also lasse ich nochmal einen seelenzerreißenden Schrei raus. Der Typ fängt einfach an zu schreien. Freaking alles, was ich dann höre, ist, wie er so mit seiner Hose rummacht, weißt du, so, jetzt wollte er es anziehen und aus seinem Klo rausstürmen und bei mir rein. Und das ist auch, was er tut, weißt du, er schnell die Tür auffliegen, er zur nächsten Tür gerannt, hey! Aber was dieser Typ nicht wusste, ist, dass in der Zeit, wo er mit seiner Hose rumgefuchtet hat, es mir genug Deckung gegeben hat, um von meinem Klo ins Klo rechts von ihm zu wechseln. Also reißt er die Tür auf, Du bist eine verfluchte Seele. Gefangen in diesen Toilettenwänden. Ich bin nicht dein Feind. Ich will einfach nur absondern. Diese dunkle Materie. In Sicherheit. Und still. Und ich verspreche dir dies. Ich mach mich auf meinem Weg. Tu mir dieses eine Gute. Und ich werde dir vieles Gute dalassen. Also kommt er wieder in seine Kabine rein. Und nach einiger Zeit hat sich die Lage auch wieder entspannt. Und er fängt wieder an, Bomben zu legen. Hört sich jetzt schon richtig aggressiv an. Ich bin in der Kabine neben ihm ungefähr so. Es ist ein Montag. Ich muss es noch einmal machen. Ein letzter glorreicher Schrei. Aber nicht nur ein Schrei. Ich dachte mir, ich schreie Renn. Der Schrei war so laut, als hätte ich den Kraken in der Toilette befreit. Als ob ein grühender Saurier auf einem Wal angeritten kam und Bomben legte. Es war... Mich sträubten die Nackenhaare. Und ich hab mir ein bisschen in die Hosen gepisst. Ja, weil es so laut war. Mein Arschbacken kniff ich so hart zusammen. Das machte so ein Geräusch auf dem Sitz. Und als ich schrie, ist mein Fuß in die freaking Toilette getunkt. Und das alles hat den Schrei nur noch lauter werden lassen. Dieser Typ kriegt solche Angst, dass er einfach aus dem Klo rausspringt. Schreiend. Und der rennt raus im Real. Also ich komme aus meiner Kabine raus. Und ich weiß noch, das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich habe beide Arme nach oben gerissen und ich habe gejubelt. Ich bin der Master Commander. Ich weiß nicht mal, warum ich das sagte, aber es passt einfach in dem Moment. Ich erinnere mich noch, ich war so und ich gucke rüber in seine Kabine. Anscheinend hat der Typ seine Hose im Klo gelassen. Was heißt, dass er sich irgendwie so erschrocken hat, dass er seine Nikes aus seiner Hose rausgezogen hat und in den Real gerannt ist, in nur seinen Unterhosen. Also laufe ich raus, in den Real, ein Fuß triefend nass. Und ich gehe zu einem Angestellten und ich sage, hey,
Ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwer hat seine Hose in der Kabine gelassen, in der Toilette. Und ich weiß noch, der Angestellte, der guckt mich nur an und der sagt so: Schon wieder? Schon wieder? Fucking schon wieder?